Guten Tag, mein Name ist Christoph Glaser. Ich bin Studienberater hier an der EBS-Universität und ich begleite Sie durch das Auswahlverfahren hier bei uns. Mein Name ist Siri Pommer. Ich bin an der EBS-Universität im Fachbereich Jura zuständig für die Studienberatung. Ich möchte Ihnen heute das Bewerbungsverfahren an der EBS-Universität ein bisschen näher bringen. Zuallererst einmal möchte ich betonen, dass man sich schon sehr frühzeitig an der EBS bewerben kann. Sie müssen also nicht darauf warten, dass Sie das Abiturzeugnis oder auch das Fachabiturzeugnis in der Tasche haben, sondern Sie können sich auch schon 1-2 Jahre vor Studienbeginn bei uns bewerben, indem Sie einfach die letzten beiden Halbjahreszeugnisse hochladen und einen Lebenslauf noch mit anfügen. An der EBS-Universität gibt es keine Numerus Clausus. Natürlich sind uns Schulnoten schon wichtig, aber man kann einfach nicht den Abiturdurchschnitt wie eine Schablone nehmen und schauen, ob die Kompetenzen für Jura da sind. Uns interessiert mehr. Deswegen machen wir ein Auswahlverfahren, wir machen Tests, wir möchten Sie persönlich kennenlernen und außerdem interessieren wir uns auch noch für die Noten in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch. Wenn Sie Ihre Bewerbung eingereicht haben, abgeschickt haben, dann werden wir Ihre Unterlagen erstmal prüfen. Das dauert meist so 2 bis 3 Tage. Dann melden wir uns persönlich bei Ihnen, um einen Termin abzustimmen für Ihr Auswahlverfahren. Das Auswahlverfahren an der EBS besteht aus mehreren Stufen. Wir haben ein Persönlichkeitsinterview, einen Persönlichkeitstest und einen Wissenstest eingebaut ins Auswahlverfahren. Gemeinsam suchen wir uns dann einen Termin aus für das Persönlichkeitsinterview. Das führen wir online durch, per Zoom. Sie müssen also nicht an den Campus anreisen. Wir können das aber natürlich auch gerne vor Ort führen, wenn Ihnen das lieber ist. Und in dem Interview geht es dann darum, so ein bisschen Ihre Motivation zu erfahren, herauszufinden, ob Sie an die EBS passen, ob Sie sich hier auch wohlfühlen würden. Es ist ein ganz persönliches Gespräch, wo wir Sie kennenlernen möchten und Ihre Stärken und Schwächen so ein bisschen herausarbeiten werden. Der Persönlichkeitstest dient für Sie auch ein bisschen zur Vorbereitung. Da sollen Sie sich selber einschätzen in verschiedenen Situationen, werden dort verschiedene Fragen durchgehen. Und zu guter Letzt der Wissenstest ist eigentlich vielmehr ein Kompetenztest. Wir werden dort kein Abiturwissen abfragen, sondern wir werden Sie ganz bewusst vor unbekannte Aufgabenstellungen setzen. Sie werden mathematische Kenntnisse zeigen müssen, logisch-analytisches Denken, auch sprachliche Fähigkeiten, aber nichts, was man vorbereiten kann oder wofür Sie abiturrelevantes Wissen benötigen, sondern es geht um grundlegende Kompetenzen, die aus unserer Sicht wichtig sind, um ein Studium an der EBS erfolgreich absolvieren zu können. Im Anschluss geben wir Ihnen natürlich schnellstmöglich Feedback. Wir erklären Ihnen auch, warum Sie welche Tests gemacht haben und natürlich, ob Sie den Studienplatz bekommen und wenn ja, dann haben Sie die Planungssicherheit, sich in Ruhe auf Ihr Abitur zu konzentrieren, Ihre Pläne zu verfolgen und Ihr Studium dann bei uns zu starten. Bewerbungsfristen, so etwas haben wir nicht an der EBS-Universität. Sie können sich das ganze Jahr jederzeit bewerben. An der EBS erlangen Sie 3 Studienabschlüsse in 5 Jahren. Sie möchten sich weiter informieren. Nehmen Sie an einer unserer Infosessions teil. Kommen Sie auf den Campus, nehmen an Vorlesungen teil. Vernetzen Sie sich über Unibuddy mit unseren Studierenden. Sie möchten sich bewerben. Legen Sie sich einen Account in unserem Bewerbersystem an, laden Ihre Dokumente hoch. Das ist schnell gemacht. Wir melden uns dann wieder bei Ihnen. Sie nehmen am Auswahlverfahren teil. Innerhalb weniger Tage werden Sie Bescheid wissen, ob Sie einen Studienplatz bei uns bekommen. Reichen Sie Ihre Unterlagen ein, machen Sie unsere Tests, lernen Sie uns übers Interview kennen und Sie bekommen Feedback. Warum sollte ich an der EBS studieren? Was macht das Studium besonders? Da ist einmal zu nennen das Netzwerk. Wir haben ein Netzwerk aus vielen Unternehmenspartnern, Alumni. Viele ehemalige Studierende sind noch ganz eng mit der EBS in Verbindung. Sie haben ein Auslandssemester. In Ihrem 3. Studienjahr verbringen Sie ein Semester an einer unserer Partneruniversitäten weltweit. Die Community, wir haben hier Studierende, die extrem engagiert sind, eine fast schon familiäre Atmosphäre. Unsere Universität ist sehr persönlich. Wir haben kleinere Lerngruppen. Wir arbeiten intensiv und interaktiv miteinander. Persönliche Betreuung. Man hat an der EBS immer einen persönlichen Ansprechpartner. Coaching
1:1 Coaching und Arbeit mit einem persönlichen Mentor, das sind sicherlich Argumente für die EBS. Ja, was macht die EBS-Universität für mich aus? Ein sicherlich besonderes Erlebnis war mein erster Tag als Mitarbeiter hier an der EBS. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich den Campus hier betreten hatte und mein erstes Bild waren Studierende, die überall auf dem Campus auf dem Boden knieten, Unkraut rupften, den Campus sauber machten, Fenster geputzt haben. Und ich habe mich gefragt, das ist doch nicht das Bild, was ich habe von so einer prestigeträchtigen Universität wie der EBS. Warum müssen die Studenten hier den Campus säubern? Und ich habe mich dann natürlich informiert und relativ schnell herausgefunden, das waren die Vorbereitungen für das EBS-Symposium, also den großen studentischen Wirtschaftskongress, der hier einmal im Jahr an der EBS stattfindet und den die Studierenden komplett in Eigenregie organisieren. Und das war für mich dann so ein Aha-Erlebnis und im Nachhinein ein wunderbares Beispiel für den EBS-Spirit. Es hat den Studenten eben nicht ausgereicht, dass der Campus normal, ordentlich und sauber aussieht, sondern für ihr Event, wo sie die Universität nach außen repräsentieren, war es ihnen wichtig, dass der Campus wirklich sauber ist und dass auch in jeder Ecke es so aussieht, wie sie sich das vorstellen. Und da waren sie sich dann auch nicht zu schade, um selbst einen Lappen und einen Besen in die Hand zu nehmen und die Dinge dann so zu gestalten, wie sie es für richtig halten.